Wie geht es dir? Es geht. Ich fühle mich etwas komisch. Es geht. Ich fühle mich etwas komisch. Aber es geht mir viel besser als vor ein paar Stunden. Was haben sie mit dir gemacht? Ich habe Antibiotikum bekommen und noch andere Medizin für mein Fieber. Ich habe Antibiotikum bekommen und noch andere Medizin für mein Fieber. Und jetzt ist mein Fieber so gut wie weg. Okay, das ist gut. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Was passiert jetzt mit mir? Gehen wir gleich nach Hause? Nein, du musst leider noch eine Weile hier bleiben. Nein, du musst leider noch eine Weile hier bleiben. Warum? Die Ärzte können mir die Medizin doch einfach mitgeben. Das geht nicht. Sie müssen dich noch etwas untersuchen, bevor du heim kannst. Oh je. Und wie lang wird das gehen? Bestimmt 2 bis 3 Tage. Oh Mann, ich will hier nicht so lange bleiben. Ich verstehe dich, Christian, aber du hast keine andere Wahl. Ich verstehe dich, Christian, aber du hast keine andere Wahl. Ich weiß. Guten Morgen, Christian. Hallo Papa. Ich habe gerade mit den Ärzten gesprochen. Gute Neuigkeiten, Christian. Du darfst morgen wieder nach Hause gehen. Du darfst morgen wieder nach Hause gehen. Endlich! Ich halte es nicht mehr lange hier drinnen aus. Ich halte es nicht mehr lange hier drinnen aus. Das glaube ich dir, Christian. Danke, dass du die ganze Zeit hier bist, Papa. Das macht meine Zeit hier um einiges leichter. Das ist selbstverständlich, Christian. Kein Grund zu danken. Deine Mutter würde auch gerne kommen, aber sie hat viel wichtige Arbeit zurzeit. Ich weiß, Papa, das ist nicht schlimm. Was machst du als erstes, wenn du wieder zu Hause bist? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Erstmal ruhe ich mich aus und lege mich einfach in mein Bett. Erstmal ruhe ich mich aus und lege mich einfach in mein Bett. Dann werde ich mich möglichst bald mit Maria treffen. Wir haben viel telefoniert und geschrieben. Was sagt sie? Sie sagte, dass sie mich vermisst und sich Sorgen macht. Oh, das ist ja niedlich. Ja, deshalb möchte ich nicht zu lange warten mit dem Treffen. Ja, deshalb möchte ich nicht zu lange warten mit dem Treffen. Ja, jetzt verstehe ich. Eine Nacht musst du noch aushalten, Christian. Dann ist es endlich vorbei. Ich weiß, das schaffe ich. Christian, ich muss noch einkaufen gehen. Kann ich dich hier alleine lassen? Ja, klar, Papa, kein Problem. Alles klar, dann bis später, Christian.